Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und bei mir zu Gast war Professor Kai Renz. Er ist Professor an der Hochschule Darmstadt für Software Engineering und hat uns mal gezeigt, wie er Testen seinen Studierenden beibringt. Mit welchen Herausforderungen er dabei konfrontiert ist und wie er damit umgeht, erzählt er uns in der heutigen Folge. Und jetzt viel Spaß damit! Hallo Kai, schön, dass du da bist. Hallo Richie, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Es freut mich. Wir hatten so ein schönes Vorgespräch vor ein paar Wochen zu dem Thema, ja, wie ist denn eigentlich so eigentlich das ganze Testen auch in der Hochschule, im universitären Bereich, in dem Ganzen verankert und wie ticken eigentlich jetzt so die Generation, die jetzt auch kommt. Ja, Und du bist ja tief in der Technik auch verwurzelt, du kennst dich damit aus und da haben wir gedacht, ja, das lass uns doch mal besprechen. genau. Ja, und da würde ich sagen, da starten wir vielleicht gleich mal mit rein. Wie erlebst denn du das Thema so gerade Software-Test und Qualität in der Bildung? Was machst du oder wie versuchst du es zu vermitteln, beziehungsweise wie nimmst es du wahr? Genau. Ja, ich bin ja an der Hochschule schon seit einer Weile, seit 8 Jahren jetzt Professor an der Hochschule Darmstadt für den Bereich Software Engineering. Und ja, da versuchen wir natürlich den Studierenden das Thema Testen beizubringen. Und ganz ehrlich, das ist ganz schön schwer. Es ist ziemlich schwer, Studierenden Testen beizubringen, insbesondere natürlich ganz am Anfang. Also wenn man am Anfang noch nicht so wirklich programmieren kann, dann ist es natürlich noch abstruser, vielleicht irgendwelche Tests zu schreiben, weil man ja gar nicht weiß, wie man überhaupt programmiert. Und wenn diese erste Hürde dann genommen ist und die Studierenden dann anfangen zu programmieren, dann ist es halt auch ziemlich schwierig, in einem Hochschulkontext, in einem Bildungskontext sinnvoll zu vermitteln, warum testen wir denn überhaupt? Das ist halt so dieses Ding, ne? Wir schreiben ja relativ einfache Programme am Anfang für den Einstieg, irgendwelche Beispiele, irgendwelche kleinen, überschaubaren Projekte. Und dann fühlt sich das immer so komisch an. Ich schreibe eine Funktion, ich schreibe eine Klasse, ich schreibe baue eine Funktionalität, die an sich nicht komplex ist oder nur geringfügig komplex. Und dann soll ich einen Test schreiben. Und dann fühlen die Leute sich, also die Studierenden sich, weiß ich nicht unbedingt verarscht, aber sie sagen dann: „Hey, warum soll ich denn das machen?“ Und dann muss man immer so alter weißer Mann mit Bart spielen und sagen: „Ja, also wenn ihr mal im echten Leben seid und in der echten Softwareindustrie unterwegs seid, dann werdet ihr Tests brauchen, damit ihr gefeit seid vor Problemen, vor Regressionen, vor der Unsicherheit, Weiterentwicklung betreiben zu können.“ Aber das ist so anekdotisch, ne? Das ist halt, man erzählt halt eine Geschichte, die nicht unbedingt nachvollziehbar ist in dieser Phase des Mhm. Lernens. Der ist ja im realen Leben gerade für die gar nicht präsent, ne? Also, Genau, ja. warum soll ich was testen, von dem ich jetzt selber ja gerade über das ich ganz lange nachgedacht habe und von dem ich weiß, dass es geht und was in der Regel auch, ja, man muss es auch ganz klar benennen, was mir ChatGPT auch als richtige Lösung ausspuckt. Warum soll ich denn da jetzt Tests schreiben? Ja, und das macht das Ganze ein bisschen komplett kompliziert. Und wir versuchen das dann ganz konkret in den Veranstaltungen aufzufangen, indem die Projekte zum Teil ein bisschen komplizierter werden. Also wir haben Mhm. im Software Engineering Praktikum machen wir ein wirklich komplexes Beispiel. Wir simulieren einen Pizzashop mit wo jede Gruppe ein eigenes Kubernetes-Cluster hat, wo alles Mögliche an Infrastruktur läuft, wo dann auch wirklich Integrationstests gemacht werden müssen. Die Leute werden da richtig reingeworfen, ganz, ganz klar ins kalte Wasser geworfen. Und das Ja. funktioniert ganz gut. Also bei manchen zündet es dann, die verstehen dann, warum sie das tun. Und manche sind so ein bisschen, naja, was muss ich hier tun, um jetzt hier einen Testat zu kriegen? Bei denen zündet das nicht so sehr. Ja, verstehe. Jetzt, wenn du sagst, also das ist ja, klingt ja nach einer komplexen Umgebung auch, ne, mit den Clustern und dieser ganzen Infrastruktur und so. Welche Tests macht ihr denn das oder was bringt ihr in dem, weil wir haben ja eine Testplanung, wir haben die ganzen Teststufen, Testarten und so. Worauf fokussiert ihr euch Genau. da? Also wir machen natürlich in der Lehre diesen ganz klassischen Approach, dass wir erstmal erklären, was gibt es denn überhaupt für Tests, und erzählen natürlich was über Unit-Tests und über Integrationstests und End-to-End-Tests und UI-Tests. Und
wir versuchen dann eben dafür vernünftige Beispiele zu finden. Wir beschäftigen uns intensiv mit einem vernünftigen Aufbau von Tests, dass man das AAA-Pattern wirklich ganz klar anwendet, dass man sich immer gut überlegt, was ist denn mein System under Test? Ist das jetzt nur eine Klasse? Ist das eine komplette Funktionalität? Auf welcher Ebene bin ich da unterwegs? Aber das ist wirklich, also wenn man sich in der Lehre damit beschäftigt, das ist wirklich schwer zu vermitteln. Ja. Ja, also das kann ich schon nachvollziehen, ne? Weil oft mal die Sinnhaftigkeit und es ist natürlich auch viel, ne? Also ich meine, der Programmcode ist ja auch schnell geschrieben, ne? Das geht ja heute alles fix und dann die Testerei, die eigentlich jetzt nichts Produktives dazu jetzt im Moment beiträgt, braucht dann einfach auch seine Zeit, Ja, ne? Mhm. genau. Also das ist wirklich schwierig, dieses Verständnis dafür zu schaffen und natürlich auch dieses Ganze, was dazugehört, ne? Also als gestandener Softwareingenieur oder Softwareingenieurin hat man natürlich so ein Verständnis dafür, okay, diese ganzen Komponenten spielen zusammen und klar, ich brauche eine Datenbank, okay, mache ich jetzt eine Testdatenbank, mocke ich da irgendwelche Frameworks, nutze ich Mocking als Erleichterung oder nicht? Mhm. Und das sind alles Sachen, die, wenn man das kennt, da kann man dann klare und bewusste Entscheidungen treffen. Aber wenn man halt noch gar nicht weiß, was das alles ist und wie das alles zusammenspielt, dann ist so eine Anleitung ganz hilfreich, dass man eben sagt, okay, so kann man das machen. Wir geben klare Aufgaben vor, wo man das übt. Was mir halt persönlich total wichtig ist, und das habe ich wirklich gemerkt in den letzten Jahren, dass man eigentlich zwar schon konkrete Techniken vermittelt und auch konkrete Tools vermittelt, aber dass die Industrie so schnelllebig ist, dass das eigentlich nicht die Kompetenz in der konkreten Toolnutzung liegt, sondern die Kompetenz liegt in dem konzeptionellen Verständnis. Ja, Ja, ja. Ja, also das natürlich, weil die Tools, das sind ja, also das ist einfach ein Faktor, der einfach unfassbar schnell gerade wächst und da sind neue da und dann sind alte wieder weg und dann sind die aktualisiert und so und genau. diese Themen, ja. Also was wirklich hilfreich ist, dass man so Basistechniken wie zum Beispiel Test-Driven Development, das Ja, eignet sich ganz hervorragend in der Lehre, weil man da ein ganz klares, sehr einfach zu verstehendes Schema hat. Ne, mit dem, okay, ich schreibe zuerst einen Test und die Funktionalität gibt es noch gar nicht. Vielleicht kompiliert das Ganze sogar noch gar nicht. Und dann schreibe ich nur einen Rumpf und dann ist der Test auf jeden Fall rot und dann kümmere ich mich um die Funktionalität. Aber auch ja, da ist wirklich spannend, wenn man so eine Aufgabe stellt, auch einfache Aufgaben, also irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Logikspielereien, wo man irgendwie einen Quicksort mit Test-Driven Development sozusagen implementiert. Da kommt immer die Frage bei den Studierenden, ja, woher weiß ich denn jetzt, was ich da teste? Also wie soll ich denn ja, den Test schreiben, wenn die Funktion doch noch gar nicht da ist? ja. Und das ist echt, also da kommt man dann häufig in so richtig schöne, auch spannende, mehr oder weniger philosophische Diskussionen. Ne? Also was weiß ich denn und was muss ich denn wissen, um was zu tun? Und meine Antwort ist in der Regel, dass ich sage, wenn du weißt, wie die Funktion, also wenn du weißt, was du programmieren würdest jetzt als nächstes, wenn du dich also wirklich coden würdest, dann weißt du auch, wie du den Test schreibst, weil dann weißt du ja, was rauskommen soll. Und dann ist Test-Driven Development super, weil man sich dann erstmal nur fokussiert auf vielleicht einen allerersten kleinen einen Schritt in die richtige Funktionalität. Ja, also viele von diesen Methoden haben ja auch mit dem Zweck, ja auch einfach das Verständnis zu schaffen und zu überprüfen, habe ich denn eigentlich verstanden, was ich jetzt machen muss, ne? Weiß ich von meinen Anforderungen, von meiner Architektur oder sowas her, wie das eigentlich jetzt aussehen soll, ne? Und um das quasi vorwegzunehmen, ne? Und das ist, glaube ich, schon eine andere Denke einfach auch, ne? Das immer zu prüfen, ne? Mhm. Genau. Und deswegen, also Test-Driven Development nutzen wir wirklich auch dann zusammen mit Pair Programming, dass man sich wirklich mit einem Buddy zusammensetzt und sagt, einer ist jetzt der Driver, der andere der Navigator. Ihr überlegt zusammen. Wir machen dann auch wirklich so Coding-Sessions im Hörsaal, wo man dann wirklich sagt, okay, jetzt programmiert mal jemand, wir gucken alle zu, also Mob-Programming so ein bisschen. Ja, Das ist schon spannend. Ist natürlich auch immer schwierig. Wir haben eine sehr heterogene Studierendenschaft. Es gibt Leute, die wirklich saugut sind, also die eigentlich schon sehr, sehr viel können, sehr viel mitbringen. Und wir haben Leute, die noch relativ am Anfang stehen und die sitzen beide quasi im Hörsaal. Und dann eben ja. beiden gerecht zu werden, ist nicht ganz so easy.
Genau. Ja, ja. Das versuchen wir. Und Wie, dann eine zweite Technik, die wir auch sehr erfolgreich einsetzen, oder ich in meiner weiteren, in so einer professionellen Testenveranstaltung, ist Behavior-Driven Development, weil man halt da sehr klar und gut von der Anwendungsseite her, von der Nutzerseite her rangehen kann. Und eben wegkommt von, okay, wie ist die Umsetzung hin zu, was teste ich eigentlich? Was ist mein Testcase? Und wie beschreibe ich den? Ja. ja, ja. Ja, das wäre genau meine Frage gewesen, ob ihr BDD auch nutzt, quasi einfach auch noch auf einer höheren Ebene auch nochmal Tests in so eine Sprache zu bringen und zuerst zu schreiben und auch dann die Verbindung von der Fachlichkeit Ja. zur Technik da Wobei man herzustellen. Ja. dazu sagen muss, das machen wir tatsächlich dann in einer erweiterten Veranstaltung, so einem Wahlpflichtfach, wo man wirklich sagte, die Wahlpflichtveranstaltung heißt dann auch tatsächlich professionelles Testen. Das heißt, es richtet sich dann an die auch wirklich Lust haben, das Fach zu belegen. Also das ist die Theorie. Häufig ist es so, Wahlpflicht wird halt angeboten und viele Studierende nehmen halt dann das, was in den Stundenplan passt und sind jetzt nicht unbedingt dann die Happy Tester oder sowas. Das macht aber nichts. Also ich versuche die dann zu packen, indem ich die wirklich in den 14 Wochen Semester mit allem zuballere, was es gibt. Also wirklich alle möglichen Programmiersprachen, alle möglichen Tools, angefangen von Backend-Tests bis wirklich dann am Ende zu UI-Tests mit Playwright und da ist die Lernkurve sehr steil, aber das führt dazu, dass die Studierenden am Ende wirklich ein ganz breites Wissen mitnehmen. Und ich kriege auch tatsächlich, oder ich habe häufig die Rückmeldung bekommen von Studierenden, die dann direkt im Anschluss in den Beruf gegangen sind, dass gesagt haben, das war eine Veranstaltung, ich habe total profitiert. Vieles von dem, was ich da gelernt habe, konnte ich direkt einsetzen. Häufig ist es auch so, dass wir Studierende haben, die dann in Firmen unterwegs sind, wo Testen immer noch nicht so richtig natürlich gelebt wird und die dann tatsächlich auch aus der Rolle des Studierenden heraus mehr wissen als die Menschen, die vor Ort in der Firma arbeiten. Und das finde ich auch immer wieder toll, ne, dass man das hinkriegt, dass man als Firma eben auch was davon hat, junge Leute einzustellen, weil die halt wirklich viel mitbringen, was man vielleicht selber nicht so ganz auf dem Radar hatte. Ja, ja. Ja, also ich glaube, das ist ja auch ein ganz wesentlicher Weg, dass wir dieses Qualitätsthema da in die Unternehmen auch noch mit reinbekommen. Das kann ja nur mit frischen Leuten häufig passieren, weil wenn sie es 20 Jahre nicht gemacht haben, dann kommt man meistens auch nicht so auf die Idee, oh, jetzt machen wir was. Ne? Da ist so ein frischer Wind schon ganz gut, ja. Mhm. Aber da ist halt wirklich auch so das Thema, wie macht man es denn? Also wie weiß ich denn, dass die Leute, die dann da rauskommen, in 10 Jahren auch noch sozusagen gut testen können? Und das, ja, weiß ich nicht, da habe ich auch keine Antwort drauf. Ne? Ja. Genau. Also beziehungsweise doch, ich habe sogar eine Antwort habe ich. Das ist sowas, was ich jetzt in den letzten Jahren für mich so entdeckt oder nicht entdeckt habe, aber gelesen habe und auch verstanden habe, dass die Softwarearchitektur maßgeblich dafür sorgt, ob Programme, ob Systeme gut testbar sind. Also wenn man wirklich Systeme hat, die komplex zu testen sind, dann hat man in der Regel in der Architektur Dinge miteinander vermengt, die man vielleicht doch nicht hätte vermengen sollen. Also wirklich eine ganz klare Trennung zwischen Domänenlogik und Controllerlogik. Aber auch das ist echt, also wenn man das so eine Weile gemacht hat, auch professionell Software entwickelt hat, dann kommt man irgendwann dahin und sagt, oh, das ist eine gute Idee, ne? Das mache ich jetzt mal und ich versuche es auch mal wirklich. Also hexagonale Architektur oder sowas oder auch funktionale Architekturen. Ich probiere es wirklich mal aus und man stellt fest, wow, wenn ich das konsequent mache, das ist richtig cool. Und gleichzeitig hat es immer noch so dieses Gefühl, oh, ich mache hier so ein bisschen Overhead und ich habe viele Klassen, Hilfsklassen, die mir Objekte kopieren aus Datenbanklogik in eine Businesslogik. Und da steigen die Studierenden häufig auch aus, sagen, warum mache ich das jetzt? Also ich habe doch hier schon eine Klasse und die ist zwar, ja klar, ist die mit der Datenbank gekoppelt, aber das macht doch nichts, kann ich doch trotzdem irgendwie benutzen. Und dann komme ich und sage, hey, aber wenn du die Businesslogik testen willst und du immer eine Datenbank erst noch erzeugen musst, damit du die Businesslogik testen kannst, dann hast du irgendwie deine Businesslogik nicht sauber getrennt. Ja. Ja, es ist ja in der Praxis auch häufig so, dass das Problem ja dann gar nicht so eben kurzfristig auftritt, sondern wenn man jetzt keine gute Architektur hat, sondern erst irgendwann, wenn man entweder Sachen testen muss, ne, also ich höre das manchmal bei meinen Kunden auch, die sagen, ja, wir können gar keine Unit-Tests schreiben. Und ich gesagt, ja, genau, muss man vielleicht, genau. Ja. Und dann kommt gleich das zweite Thema, wir müssten das refactoren, aber das wiederum geht auch nicht, weil die Architektur so ist und man hat keine Tests, die das absichern. Genau. Also das ist dann so ein echt ein Problem, ne, da
reinzugehen. Ja, Ja, wobei ja. genau das, da hätte ich nämlich auch eine Frage an dich als Profitester. Dieses Ding, was mache ich denn, wenn ich in ein Projekt reingehe und merke, okay, ich kann eigentlich gar nicht vernünftig anfangen zu testen, weil die Architektur blöd ist oder weil das System echt komplex ist, und gleichzeitig brauche ich es aber wirklich. Und ja, was machst du denn dann? Ja, also man kann Alkohol, ist immer eine Lösung. Also das hilft. Weinend in der Ecke sitzen und gegen Tische schlagen oder sowas hilft. Nee, aber also ich finde immer einen ganz guten Start. Häufig ist es ja so, dass das Team in so einer Schockstarre steht davor und sagt, okay, wir können da gar nichts machen. Und ich glaube, das muss man durchbrechen. Und das geht natürlich am einfachsten mit Dingen, die eventuell neu dazu gebaut werden. Ne? Und neue Funktionalität, das sagt, okay, und die machen wir jetzt aber richtig und die testen wir sauber. Und dann versteht das Team auch, ja, ach, wenn wir da eine gute Architektur haben, wenn wir das ordentlich haben, dann können wir das besser refactoren, dann können wir gute Tests machen, können wir auf allen Ebenen schön testen. Wenn wir eine statische Analyse unsere Fehler auf Null kriegen, das ist klasse und so. Und durch dieses Verständnis, da kommt dann, das sickert dann so ein bisschen auch in den Altcode ein. Häufig, also ich arbeite ja viel mit sehr großen alten Systemen zum Teil, da kriegt man das natürlich nicht durch und durch umgesetzt. Also außer in der Neuentwicklung. Aber auch da ist die Gefahr, dass man dann wieder die gleichen Fehler macht. Also da muss man dann schon auch auf dieses, ja, ich will nicht immer das Wort Mindset bringen, auf dieses gemeinschaftliche Denken über Qualität einfach auch mit Ja, reinbringen. Ne? ja, Ja. genau. Und das, weil du es gerade sagtest, mit statischer Codeanalyse, wir nutzen dann auch im Software Engineering Praktikum natürlich SonarQube als Tool. Und das führt allerdings so ein bisschen dazu, dass die Studierenden zum Teil tatsächlich genau in die Falle tappen, die wir immer wieder erklären oder sagen, nämlich das Erreichen von irgendwelchen Metriken. Ne? Also wir haben halt bei uns dann ein Quality Gate, das wir dann einstellen, Code Coverage muss über 75% liegen. Ja, das ist so. Und dann schaffen das manche Teams erstmal nicht und dann sehen sie da dieses rote Gate und dann fängt man halt an und schreibt halt einfach irgendwie Tests, damit diese Zahl grün wird. Na, und dann sind wir genau bei diesem Mindset. Ich schreibe ja nicht einen Test, damit die Zahl grün wird, sondern ich schreibe einen Test, damit ich hinterher eine höhere Qualität habe. Ja, ja, genau. Das ist ja häufig bei diesen Metriken das Problem. Ne? Also ich habe mal bei SonarQube sehe ich das häufig auch, dass das dann in die Richtung geht. Da gibt es aber ja noch ganz andere Maßzahlen. Ne? Also ich finde ja das, was über die Codequalität da rauskommt, das ist ja nochmal auch viel spannender, da zu schauen, okay, was kann man denn da in die Richtung Ja, eigentlich ja, auch machen. Ne? genau. Mhm. Also Komplexität und dann genau als Techniken Wie ist denn dann, das ja. bei euch im Studium auch so bezüglich der ganzen nicht funktionalen Tests, also Usability, Security, Performance, all diese Sachen? Wie adressiert ihr denn das? Genau. Also es gibt bei uns eine ziemlich starke Spezialisierung oder einen Fokus auf IT-Security. Wir haben eine sehr starke Forschergruppe, die wirklich in IT-Security unterwegs ist und da gibt es auch eine eigene Lehrveranstaltung für. Also wo sozusagen diese Sicherheitsaspekte tatsächlich nochmal konkreter betrachtet werden, sowohl auf so einer technischen Ebene als auch auf so einer Usability-Ebene. Das heißt, das würden wir sicherlich gerne im Software Engineering auch adressieren, aber wir merken, dass der Kanon der Themen, die wir behandeln müssen, schon so voll ist, dass wir das tatsächlich bei uns in dem Software Engineering Teil nicht so stark adressieren und das quasi auslagern in eine andere Veranstaltung. Und auch das Thema Usability, da gibt es auch eine eigene Veranstaltung für. Human-Computer-Interaction, da geht es dann tatsächlich darum zu schauen, okay, wie wollen wir denn die Funktionalität überhaupt umsetzen? Was ist denn ein guter Weg? Das heißt, es ist auch ein Stück weit ausgelagert. Da gibt es durchaus Überlegungen, diese Veranstaltung auch miteinander stärker zu verzahnen. Das ist aber nicht so ganz einfach. Also erstens muss man sich dann mit verschiedenen Lehrenden irgendwie einigen. Das kann man sich vorstellen. Also Professorinnen sind Leute, die sehr, sehr gerne autark und autonom unterwegs sind. Deswegen ist das schwierig. Und zum anderen ist es für die Studierenden auch schwierig. Also wenn man sich vorstellt, ich habe so ein Modul und dann kommt da so ein Prof und sagt, ja, also das Modul kannst du eigentlich nur machen, wenn du das andere Modul auch noch nimmst. Und dann hast du plötzlich eine Workload, die viel, viel größer ist, als die du eigentlich wolltest. Ne? Und auch das Thema, also diese nicht funktionalen Performance, ja, wir adressieren dass es das gibt. Also wir reden dann von den Quadranten des agilen Testens und sagen, hey, also da gibt's sowas und da kann man alle möglichen Formen von Tests sollte man durchführen, aber das sprengt tatsächlich den Rahmen. Also wir wissen, dass es das gibt,
Aber das wird ja eigentlich auch erst in der richtig echten kommerziellen Praxis dann greifbar. Ne, also wenn man ein Spielsystem hat und eine Pizzabestellung und man hat da irgendwie 500 Pizzabestellungen, dann hat das halt nichts mit einem realen System zu tun. Ja, also da ist so ein Lasttest ist dann eher ja, fake. Und wir versuchen, dass die Sachen, die wir machen, nicht, also dass die schon so sind, dass man sagt, ja, das hat Real-World Impact oder ist sichtbar. Ja. Jetzt ist es natürlich so, da kommt ja auch eine Generation, die, sagen wir jetzt, vielleicht schon seit Beginn des Studiums KI nutzt. Also es ist ja für uns Alten ja ganz ungewöhnlich, aber für die ist das ja quasi, ja, so wie bei manchen das Smartphone schon immer dabei oder der Editor oder sonst irgendwas, haben die jetzt halt KI. Wie nutzt ihr denn das in dem Kontext oder wo setzt ihr da Grenzen oder was lasst ihr Ja, zu? Wie ja. geht ihr denn damit um? Also wir setzen in bestimmten Veranstaltungen dadurch Grenzen, indem zum Beispiel in Prüfungen das halt einfach nicht geht. Also wir haben im Programmieren, das ist dann so die Basisveranstaltung, da gibt's am Ende tatsächlich eine praktische Prüfung, die am Computer stattfindet, der aber eben nicht am Internet hängt. Das heißt, diese grundlegenden Programmiertechniken, die muss man dann halt können. Ja. Und wenn man halt vorher sich die Lösung immer nur mit ChatGPT generieren hat lassen, dann kann man es halt in der Prüfung nicht. In höheren Semestern im Software Engineering also gibt's, ja, das ist ein anderes Thema, das hat nichts mit Testen zu tun. Da haben wir halt als Prüfungsform nach wie vor eine Klausur, was vielleicht nicht die optimalste Prüfungsform ist, aber mit über 100 Studierenden pro Jahrgang oder noch mehr ist es halt auch schwierig, da irgendwelche anderen Testformen zu finden. Aber in den Praktika sagen wir den Studierenden, denkt selber. Und wenn ihr meint, es ist eine gute Idee, ChatGPT als Tool zu nutzen, dann nutzt es. Aber ihr seid dafür verantwortlich, was da am Ende abgegeben wird. Ihr müsst in der Lage sein zu erklären, was ihr gemacht habt. Und das funktioniert so leidlich. Also ich hatte gerade am Montag eine Praktikumsgruppe. Wir sind dann auch im Software Engineering Praktikum, da geht es um so eine Feature-Entwicklung. Jetzt im fortgeschrittenen Termin soll man ein neues Feature für dieses Pizza-Projekt implementieren. Und dann spielt man dann die Rolle des Kunden und sagt, okay, also das und das Feature hätte ich gerne. Und dann haben wir darüber diskutiert. Und dann haben wir uns das Team entwickelt dann eine REST-API. Und dann habe ich gesagt, zeigen Sie doch mal, was Ihr System bisher zur Verfügung stellt, damit man eine Idee hat, dass das halt einheitlich angeboten wird. Und dann war tatsächlich in dem aktuellen, in dem aktuellen Code die Lösung schon drin. Und das hat mich total verwirrt, weil ich dachte, hey, aber wir reden doch eigentlich erst jetzt über das Feature. Und dann habe ich rausgefunden, zusammen mit den Studierenden, an welcher Stelle in der Commit History dieser Change reingekommen ist. Und dann war das ein Commit, wo quasi eine komplette, mehr oder weniger das komplette Projekt ausgetauscht wurde. Und dann hat der Student auch gesagt, ja, wir hatten da Stress mit der Abgabe. Ich habe das einfach ChatGPT gegeben und der sollte mal die Fehler raussuchen. Und augenscheinlich hat dann ChatGPT gedacht, es ist eine gute Idee, da eine Funktionalität hinzuzufügen. Und das war halt genau die Funktionalität, die wir jetzt quasi entwickeln lassen wollten. Und dann sitzt man natürlich da und dann, ich fand das super, dass der das ehrlich zugegeben hat. Ne? Er hätte ja auch sagen können, ja, keine Ahnung. Und so, er hat das gesagt, ja, er hatte Stress und hat das gemacht. Und dann konnten wir halt auch drüber reden und sagen, okay, also wenn du jetzt bei einer Bank arbeiten würdest oder in der Flugsicherung arbeiten würdest oder bei einem Bremsenhersteller, könntest du gut schlafen, wenn du Code committed hättest, von dem du gar nicht weißt, dass er da ist? Und dann hat er auch gesagt, nee, so wird er nie arbeiten. Ne? Und also ich glaube, so dieser Lerneffekt, es ist hilfreich, aber ich muss tatsächlich noch selber wissen, was ich tue. Das ist echt wichtig. Auf jeden Fall, ja. Also das ist ja gut, dass ihr das dann auch da so adressiert, ne? Wenn du jetzt so, also du sagst, die gehen ja dann auch in die Industrie raus. Gibt es denn da jetzt auch gerade durch diese ganze KI-Geschichte ja, werden die Programmierer ersetzt, braucht man überhaupt noch einen Tester? Da gibt es ja ganz viele Diskussionen immer, jetzt natürlich. Und wie sehen denn da die Studierenden in die Zukunft? Ist das für die, nehmen die das wahr oder sagen die, das wird schon oder ist ihnen das egal oder machen die sich da Sorgen? Was hast denn du da so für einen Ja, Einblick? also noch haben die, glaube ich, keine Sorgen, weil immer die Story halt ist, ja, also es gibt genügend Stellen und ihr werdet was finden und Denken wird belohnt. Ähm, also ich spüre da keine Sorge gerade. Aber was ich durchaus spüre, ist, dass wir manche Studierende
darauf hinweisen müssen. Also klassisches Beispiel ist, wenn man eben seine Abgaben nur mit ChatGPT macht und dann auch das offen zugibt, dass man dann halt sagt, okay, wenn du das so machst, wenn du durch dein Studium so gehst, und das kann man mittlerweile, also man kann mit ChatGPT bei uns natürlich einen Abschluss kriegen, ohne irgendwas zu verstehen. Das geht. Also man muss dann in den Klausuren irgendwie noch das so gut faken, dass man halt irgendwie mit einer 4 durchkommt oder einer 3. Das kriegt man aber einigermaßen hin. Aber wir versuchen in den Dialog zu gehen und zu sagen, wenn deine Kompetenz darin besteht, ChatGPT zu bedienen, warum sollen wir dich denn einstellen? Ja, warum sollen wir dich dann einstellen? Dann hast du keine Kompetenz, die irgendwie besser ist als, vielleicht kannst du dann prompten, aber das Thema Prompting ist, glaube ich, auch so ein kurzfristiges Blitzlicht, was jetzt vielleicht ein Skill ist, aber das wird sich auch irgendwann nochmal wieder vereinfachen. Man redet so lange mit der KI, wie einem der Schnabel gewachsen ist, und das Ding spuckt trotzdem das aus, was hinterher richtig ist. Also also ich glaube, dass die fitten Studierenden kapieren, dass ihr Skill daran liegt, in der Kommunikation mit Menschen zu sein, in dem wirklich echten Erfassen, was will mein Gegenüber, und dass das Dinge sind, die man nicht gut delegieren kann. Und der zweite Skill ist wirklich in der Kontrolle dessen, was da ausgespuckt wird. Dass man sagt, hey, also was kommt denn bei der da raus, wenn ich das nutze? Ist das plausibel? Verstehe ich das? Ist das für mich nachvollziehbar? Ja. Und halt so den Überblick behalten. Aber das ist halt auch schwierig, ne? Überblick behalten. Den Überblick hast du dann, wenn du viel Erfahrung hast. Und wenn du halt noch keine Erfahrung hast, hast du keinen Überblick. Ja. Es ist gerade eine unfassbar spannende Zeit. Es ist wirklich unfassbar. Also ich glaube, da sind wir schon stark im Wandel, ne? Und das ist auch wichtig, das am Schirm zu haben für sich und auch für seinen Kontext, ne? Und nicht daran zu verzweifeln, sondern zu schauen, okay, was können wir damit machen, wie können wir es konstruktiv nutzen, was sind Lösungen, was können wir ausprobieren. Es ist toll, ja. Ich nutze es ja auch selber intensiv, wenn ich irgendeine Programmieraufgabe habe und sage, hey, ich weiß, was ich will, ich weiß, dass man das programmieren kann, und dann sage ich natürlich auch, hey, schreib mir ein Programm, das und das macht. Und dann kommt es raus und dann gucke ich es mir an und sage, ja, ist plausibel und los geht's. Ja. Man muss halt wirklich immer wissen, in welchem Kontext bin ich hier gerade. Und auch dieses nutze ich irgendwelchen Quellcode aus einer Firma und wo schicke ich den dann eigentlich hin? Welcher Server liest denn da jetzt mit? Was ist denn mit Copyright und Urheberrecht und so? Das sind alles Themen, die wir natürlich adressieren. Die Frage ist, kommt es bei den Adressaten an? Ja. Also wir hatten jetzt ein bisschen Sidekick, aber gerade in Software Engineering haben wir das Thema Logging gerade behandelt. Und dann haben wir halt Logging-Frameworks gezeigt und gesagt, hier Greylog und mit einem eigenen Server, und man soll auf jeden Fall toll loggen und man soll tolle Messages schreiben. Und dann haben sie die Studierenden, die da waren, fanden das auch ziemlich cool, haben gesagt, okay, haben verstanden, warum man das macht. Und dann musste halt kommen mit der Keule, ja, aber denk an Datenschutzgrundverordnung, ne? Darfst du denn tatsächlich alles loggen? Was ist denn, wenn der Richie Seidel sagt, hey, lösch bitte die Daten, die ihr über mich habt, aus meinem System, und da wird halt geloggt, dass der Richie Seidel jetzt hier gerade diese Seiten sich angeguckt hat. Kriegst du das jemals wieder aus deinem Log raus? Nee, oh, scheiße, darf ich ja gar nicht. Und ich glaube, das versteht eine KI vielleicht erstmal noch nicht. Also das muss man, glaube ich, dann mit der auch vereinbaren, dass das halt so ein Thema zum Beispiel ist. Ja, das sind natürlich Rahmenbedingungen dann, ne? Ja. Ja, Kai, das fand ich super spannenden Einblick mal hier in das, wie du das vermittelst. Ich finde das total, sag mal, pragmatisch und auch wirklich für die Industrie relevant. Das ist ja nicht immer ein Vorzeichen, dass man der Hochschule manchmal so unterstellt, aber ich finde, das ist echt klasse, gerade in dem Bereich auch so wichtig, weil das natürlich, wir brauchen ja gute Softwareentwickler, wir brauchen gute Tester, und das finde ich ganz, ganz essentiell, und finde ich das toll, dass du das auch so engagiert betreibst. Ich danke dir sehr, dass du hier warst im Podcast. Und danke. Vielleicht machen wir wieder mal eine Folge. Wir werden sehen, was uns für Themen noch kreuzen. Das hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Dankeschön. Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass ich da sein konnte. Sehr gerne.